Hey yo, Bagayaro! Ja Mann, ich weiß, ihr habt mich vermisst. Es hat sich einiges geändert, liebe Freunde. Unter anderem mein Hintergrund. Ich habe beschlossen, einen anderen Hintergrund zu verwenden. Wie findet ihr meinen Hintergrund? Außerdem ist mein Zopf ab. Ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt auf YouTube die besten Anime 2022 eingegeben haben und sich jetzt abfacken, dass dieser scheiß Türke, übrigens, ich bin kein Türke, jetzt so ein langes Intro hält. Wisst ihr was? Hi, was geht? Ich habe uns einen Tee warm gemacht. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Video anfängt. Wie viel Zucker darf es sein? Komm, wir fangen an mit dem Video, damit diese Penner da draußen auch zufrieden sind. Und an meine Abonnenten, hi. Wie geht's euch? Ihr seid diese komische Art sowieso schon gewohnt. Aber ich würde sagen, fangen wir an mit dem Video. Ihr habt euch doch bestimmt auch schon mal gefragt, was es damit auf sich hat, dass Muslime kein Schweinefleisch essen dürfen. Die Antwort zu dieser Frage finden wir in Chainsaw Man. Seht es euch an, die Kreatur des Bösen. Ein Schwein! Was ist schlimmer als ein Schwein? Ein Schwein mit einer Kettensäge auf dem Kopf! In dem Anime geht es um Folgendes. Was bekommt ihr von eurem Vater vererbt? Ein Haus? Eine Yacht? Seine Frau? Denji wiederum bekommt Schulden bei der Mafia vererbt. Welche Mafia, fragt ihr euch? Bei dem wilden Kerl, Digga. Das ist aber kein langweiliger Anime, wo es darum geht, sich irgendwie von den Schulden zu befreien, denn die Sache hat sich relativ am Anfang schon erledigt. Zwar hat Denji anfangs seine Organe verkauft, Dämonen gejagt, wo er im Übrigen den Dämonenschwein Pochita kennengelernt hat, aber nachdem die Mafia ihr Geld wiederhaben wollte und sie es nicht bekam, zerstückelten sie Denji und Pochita gleich hinterher. Pochita wollte seinen zerstückelten Freund retten, indem er sich mit Denji verbündet, und so entstand der große, gefährliche Chainsaw Man. Was sind jetzt seine Ziele als Kettensägenmann? Wird er die Gesellschaft von bösen Menschen befreien, wie es einst Light Yagami tat? Wird er für Recht und Ordnung sorgen, wie es Midoriya tat? Oder wie verändert das sein Leben? Die Antwort ist, er möchte Brüste anfassen. Kein Scheiß, das ist sein allererstes Ziel. Okay, erinnert ihr euch noch an diesen Satz von mir? Ich hasse Manga. Wie könnt ihr das lesen? So, man fühlt das doch gar nicht. Dieser Manga hat es wirklich geschafft, mir beide Bänder zu kaufen. Und ich muss echt sagen, das ist echt gut. Also, das ist wirklich gut. Wer hätte das bei einem Kanaken wie mir gedacht? Es handelt sich um einen Fußball-Anime. Sorry, Captain Tsubasa, aber dir werden jetzt sehr viele Kennex fremdgehen. Aber hey, während wir bei Captain Tsubasa krassen Teamsport, Ehrgeiz und Spannung erleben durften, dürfen wir bei Blue Lock genau das Gegenteil erfahren. Denn Blue Lock, oder kommt, lasst es mich einmal aussprechen, ich muss es einfach. Blue Lock! Auf jeden Fall ist Blue Lock eine Einrichtung, wo der beste, egoistischste, treffsicherste Stürmer für die Nationalmannschaft gesucht wird, der Japan in der WM nach ganz vorne schießt. Wortspiele? Check! Dort geht man nach dem Motto, alle anderen im Team sind egal. Torwart, Stürmer, Mittelfeldspieler. Angriff ist die beste Verteidigung. Der Stürmer ist der wichtigste Spieler. Der Stürmer! Der Striker! Der Striker da! Eigentlich wollte ich diesen Anime gar nicht in die Liste tun, weil der Anime schon seit 2021 läuft und halt gerade nur aktuell ist. Aber ich habe diese Sprachnotiz von einem sehr, sehr guten Freund erhalten. Wenn du Ultima Ranking nicht in die Liste tust, dann bist du ein Hurensohn. Übrigens, das gilt auch für alle anderen Anime in dieser Liste. Ihr müsst kein Anime schauen. Wir wollen wirklich euch nur reine Empfehlungen machen. Ach ja, und wenn deine Zuschauer diesen Anime nicht schauen, sind das auch Hurensöhne. Ich würde sagen, ich erkläre euch kurz den Anime, ja? Osama Ranking oder auch Ranking of Kings oder auch... ja, dieses Kind hier ist taubstumm, deswegen kann er nicht reden. Vorab kann ich sagen, dass der Anime echt die gleichen Vibes ausstrahlt wie Hunter x Hunter. Nur ohne so coole Charaktere wie Killua, Kurapika, Hisoka. Es geht um den kleinen Bojji, welcher der rechtmäßige nächste König ist, wenn sein Vater abkratzt, weil der Vater todkrank ist. So, ihr erkennt vielleicht das Problem an der Geschichte. Schaut euch den Vater an. Und schaut euch Bojji an. Schaut euch nochmal den Vater an. Und schaut euch nochmal Bojji an. Ihr könnt euch denken, wo das Problem liegt. Bojji hat einen jüngeren Bruder, der sich irgendwie so verhält, als wäre er der große Bruder, welcher eher das Zeug zum König hat. Das passt dem Bojji natürlich gar nicht und deswegen reist er mit ein paar Mitstreitern durch die Länder des Königreichs, um einige Abenteuer zu durchlaufen und stärker zu werden. Ach ja, und dieser schwarze Kackhaufen ist auch die ganze Zeit dabei. Er ist cool, ich mag ihn. Dieser Anime gibt mir tatsächlich sogar echt krasse Nostalgiegefühle. Und wenn ihr jetzt denkt,
solche Gefühle wie bei Dragon Ball oder wie bei Magi, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn der Anime ist tatsächlich so schlecht animiert wie der Kampf zwischen Escano und Meliodas. Aber eins muss man dem Anime lassen, und zwar, dass seine Story echt gut ist. Der gleiche Mangaka hat übrigens Magi geschrieben. Und Magi ist echt cool. Ich mag Magi. Also, ich meine Magi, aber ich meine auch Magi. Ich schwöre, das steht hier nicht im Skript. Das war Freestyle, okay? Das war Freestyle. Nennt mich den Freestyler. Wie sähe eigentlich Magi in Magi aus? Stellt euch mal vor, Magi als Magi. Okay, wir lassen uns jetzt mit dem Magi-Witzen. Musashi und Kojiro haben sich als Kinder geschworen, heftige Bushi zu werden. Keine Ahnung, was das ist. Beim Googlen kam nur das heraus. Um Oni zu töten, die das Land verheeren. Nur 5 Jahre später werden die Oni wie Gottheiten angesehen und die Bushi werden gehasst. Das hat zur Folge, dass Musashi komplett abkackt und Kojiro auf einmal Bergmann werden möchte, weil die Gesellschaft das von dem erwartet. Aber ein Mann, ein Wort mäßig, haben es sich die beiden Turteltäubchen trotzdem zur Aufgabe gemacht, die Oni zu töten. Das Setting des Animes ist irgendwie voll behindert. Keine Ahnung, die laufen da mit Schwertern herum, aber fahren nebenbei so komische Motorräder. Aber hey, der Anime ist cool. Jungs, seid ehrlich, wir haben alle früher heimlich mit den Puppen von unseren Schwestern gespielt. Also, wenn ihr es nicht gemacht habt, dann... Ich hab's auch nicht gemacht. Wolltest du gesagt haben. Aber eins steht fest, unser Bruder Gojo, und nein, ich meine nicht dich, Gojo Bruder, sondern der Gojo aus Dress Up Darling hat als Kind irgendwie so komische Hina-Doll-Puppen gesehen und fand das so cool, dass er sich vorgenommen hat, selber welche zu kreieren. Das Problem kann sich vielleicht der ein oder andere denken. Das ist für die Augen der Gesellschaft ein ziemlich untypisches Hobby für einen breiten, muskulösen, charmanten jungen Mann. Oder auch einfach nur ein normaler junger Mann. Deswegen macht der Arme es unter sich und schottet sich mehr oder weniger von der Gesellschaft ab. Aber die beliebte Kitagawa hat ihn mit seiner Puppe gesehen und fand das eigentlich ganz cool. Da sie Cosplayerin werden möchte und der Typ gut eine Nähmaschine bedienen kann, hat sie ihn gefragt, ob er ihr eventuell beim Anfertigen der Cosplays helfen kann. Was soll ich euch sagen? Ist halt ein schöner Slice of Life Anime. Nicht ganz mein Fall, aber vielleicht gefällt er ja dem einen oder anderen. Außer Kitagawa, sie gefällt mir. Und wenn du das siehst, kannst du mir auch gerne auf Instagram schreiben. Apropos Instagram, schaut auch ihr gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Das war's, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und konntet euch vielleicht den ein oder anderen Anime in eurer Watchlist hinzufügen. Meine persönlichen Favorites sind eigentlich Chainsaw Man und Blue Lock, aber ganz besonders Blue Lock. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu diesem Hintergrund, ob ich irgendwas ändern soll oder, weil, keine Ahnung. Und ganz wichtig, Freunde, auch eure Meinung zu den Haaren, aber bitte hatet mich nicht. Checkt bitte Twitch ab, checkt bitte Instagram ab, checkt bitte, was habe ich noch, alles andere, hier, irgendwas blende ich bestimmt noch ein. TikTok verlinke ich euch noch. Momentan mache ich sehr viele TikToks, also wenn ihr vielleicht Bock auf mehr Content habt, könnt ihr gerne auch bei TikTok vorbeischauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Adios amigos, muchachos, comprachos, haut rein, ciao!